Ich habe. I have. Ich fühle. I feel. Ich kann. I can. Ich liebe. I love. Ich spreche. I speak. Ich sehe. I see. Ich weiß. I know. Namaste. Jedes unserer 7 Chakren schwingt unterschiedlich. Die unteren Chakren, die schwingen langsamer und sind den Emotionen der Menschen zugeordnet. Und die oberen Chakren sind eher der geistigen, spirituellen Fähigkeiten zugeordnet. Wurzelchakra sitzt am Ende der Wirbelsäule am Steißbein und steht für Verbundenheit mit der Erde. Deswegen erde dich. Komm in einen komfortablen Sitz und spür es einmal besonders in die Erde hinein. Verbinde dich mit der Erde, schließe deine Augen und nimm bewusst die Kraft der Erde wahr. Root chakra stands for the connection with Mother Earth. Ground yourself. Connect with Earth. Receive the power from the Earth. Das Wurzelchakra kann deine Lebensenergie stärken, dein Selbstvertrauen. Dazu nimm bewusst mal deine Füße zusammen. Leg mit den Händen, schließe die Füße mit beiden Händen. So kannst du dich wunderbar über deinen Po, dein Becken erden mit der Mutter Erde. Nun beginne ganz vorsichtig entweder größere oder kleinere Beinbewegungen wie Flügelschläge zu machen, wie beim Schmetterling. Spüre, wie die Energie durch deinen Beckenraum strömt. Versuch dir jetzt vorzustellen, wie diese feinstoffliche Energie der Chakren deinen ganzen Beckenraum mit Energie versorgt. Feel how the fine chakra energy flows through your entire pelvic area. Dann halte gerne einen Moment inne. Bleib ganz in der Öffnung. Jedes Chakra hat eine andere Farbe, eine Grundfarbe, die den Organen zugeordnet ist. Und dann tönt das Mantra Lam dazu. Leite deine Energie durch deinen Körper, durch deine Chakren. Namaste. Guide your energy through your body and chakras. Dazu reibe deine Hände ganz fest aneinander. For that, rub your hands really hard together.
Dann entferne deine Hände ca. 50 cm auseinander. Then move your hands 50 centimeters apart. Kannst du deine Energie spüren? Can you feel your energy? Spürst du den Widerstand? Do you feel the resistance? Und jetzt führe deine Hände Zentimeter für Zentimeter zusammen. And now bring your hands closer and closer. Je näher du mit den Händen zusammenkommst, The closer you get with your hands, desto dichter wird das Energiefeld. the tighter the energy field will become. Und stell dir eine Lichtkugel vor, Picture an energy ball die du drehst. that you spin. Oder berühre dich mit deinen Händen an einem Chakra, Or touch yourself with your die hands deine Aufmerksamkeit besonders benötigt. on a chakra that needs your attention. Lass die feinstoffliche Energie durch dich hindurchfließen, durch deine Chakras. Feel the fine energy of the chakras flowing through you. Das Sakralchakra hat den Sitz oberhalb vom Schambein. Das Element ist Wasser. Und auch bei dem Wasser heißt es, lass das Leben fließen wieder. Spüre Lebensenergie, sei kreativ, lass los. Und ich lade dich ein, mit einer kleinen Übung dieses Sakralchakra zu stärken. Komm in den Vierfüßlerstand. Vom Vierfüßlerstand in der Ausatmung komm in den herabschauenden Hund. Schön dehnen, heb dein Bein an und bring das Knie unter den Brustkorb. Streck das hintere Bein schön lange aus. Stell dir die Farbe Orange vor. Komm vom Denken ins Fühlen mit der Silbe warm. Warm. Namaste. Wenn ihr in eurem Nabelchakra ausgeglichen seid, genau dann hört ihr auf euren Bauch. Denn auf unseren Bauch hören, das ist meistens auch genau das Richtige. Hier sitzt unser Energiezentrum, das ist das Sonnengeflecht. Hier können wir unsere Kraft nochmal schöpfen und da ist es ganz bewusst und wichtig, dass du deine Energien hinlenkst. Das kannst du wunderbar mit einer Übung verknüpfen und zwar mit dem Drehsitz. Für den Anfang erst einmal erden wieder, die Beine ausstrecken, den Rücken aufrichten und dich entspannen, tief ein- und ausatmen. Das Element Feuer spielt hier eine Rolle und ihr könnt diese Position wunderbar harmonisieren und aktivieren, indem ihr den Drehsitz übt. Dazu stellt erst einmal das rechte Bein auf, überkreuzt es, richtet die Wirbelsäule nochmal auf, hebt das Brustbein, aufdrehst in der Ausatmung. Dann wechsel dein Bein und mach das Gleiche zur anderen Seite. Dann kannst du gerne und die wunderbare, schöne Farbe Gelb. Dann tauch ganz und gar in diese feinen Energie des Chakras ein und töne dazu die Silbe Ram. Schließe deine Augen. Lasse dein inneres Licht lodern. Namaste.
Namaste. Das Herzchakra ist im Element Luft und in der Farbe Grün sich wunderbar vorzustellen. Und auch hier kannst du mit deiner Vorstellung in das Herzchakra eintauchen. Übe dich in Liebe, in Toleranz, in Mitgefühl und unterstützt es dabei, wenn du deinen Herzraum öffnest. Und das kannst du wunderbar im Fisch üben. Nimm dir gerne ein Kissen für den Anfang. Streck die Beine aus, komm erst einmal in den Langsitz. Dann positioniere dir das Kissen in den oberen Rücken und leg dich dann ganz vorsichtig ab in der Ausatmung. Lass den Kopf entspannt hängen. Visualisiere wieder Liebe und Mitgefühl. Probier es dann gerne mal ohne Kissen. Dazu nimmst du die Ellenbogen hinter dem Rücken. Hebst deinen Brustkorb, stellst dir wieder vor, wie das Herzchakra sich öffnet. Liebe und Mitgefühl können strömen. Und in der Visualisierung, in der harmonisierenden Mitte deines Herzraums kannst du das Mantra, die Silbe warm tönen. Namaste. Das Kehlkopfchakra hat den Sitz am Hals, zwischen Kehlkopf und Halsgrube. Es hat das Element Klang und die wunderschöne Farbe hellblau. Visualisiere einmal die Farbe hellblau, indem du dir einen wunderschönen Sommerhimmel vorstellst. Dann tauche ganz und gar in das Element Klang ein. Das Kehlkopfchakra ist das Zentrum der Kommunikation. Es ist das Tor zum höheren Bewusstsein. Es drückt Gefühle aus und die Wahrnehmung. Wenn es aktiviert ist, kannst du auch mit wenigen Worten das Richtige sprechen. Deine Worte werden Wahrhaftigkeit. Versuche nochmal ganz bewusst in die Farbe hellblau zu gehen. Das Mantra Ham aktiviert und hilft nochmal dabei. Bei dem Asana, wo du deinen Kehlkopfchakra bewusst wahrnimmst und aktivierst, ist der Schulterstand. Dazu gehen wir gemeinsam in das Asana hinein. Und lass den Atem fließen. Namaste. Das Stirnchakra, das dritte Auge mit dem Element Licht und der wunderschönen Farbe Indigoblau. Das Stirnchakra hat den Sitz zwischen den Augenbrauen. Du kannst gerne mal deine Finger nehmen von der rechten Hand, Zeigefinger, Mittelfinger und dein drittes Auge berühren. Hinein spürst
Hier ist der Sitz deines Geistes, deines Verstandes. Wenn du es wieder löst, kannst du es noch deutlich spüren. Visualisiere nochmal bewusst das Licht. Spüre den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Durch das heilige Mantra Om kannst du Kontakt aufnehmen zu diesem Tor, das absolute Klarheit bedeutet. Aktiviere dein Stirnchakra mit der Vorbeuge und der Haltung des Kindes. Ich lade euch dazu ein, es gemeinsam zu üben. In den beiden Übungen, die du hier siehst, die Stellung des Kindes, hier kannst du bewusst das Stirnchakra spüren, weil du liegst auf dem Stirnchakra. Wenn du mit der Stirn den Boden nicht erreichst, kannst du dir gerne ein Kissen unter die Stirn geben und dann beide Hände unter die Stirn legen. So bist du auch ganz aktiv bei dem Stirnchakra von dem körperlichen Bezug her. Bei meiner Übung mache ich die Vorbeuge und ich lasse bewusst in den Knien nach und lade dich gerne dazu ein, dass du dich nochmal ganz bewusst in das dritte Auge hineinspürst, das Licht wahrnimmst, das Element Licht, die Farbe Indigoblau und dann die Energie, die dir zur Verfügung steht, zieh über deinen Kopf, komm mit langem Rücken langsam in der Ausatmung in die Vorbeuge, gib dann ein wenig in den Knien. Streck dann gerne die Knie durch und wenn du dich wieder aufrichtest, Rücken lang, streck dich nochmal und atme aus. Namaste. Das Kronenchakra ist der höchste Punkt an deinem Kopf. Es ist das Element Denken und hat die Farbe Violett. Das Kronenchakra ist das Tor zum Universum. The crown chakra is the gate to the universe. Hier ist die geistliche Spiritualität. Hier ist Freiheit, der höchste Punkt des Wissens. Spüre dein Kronenchakra Feel the crown in der chakra. Bedeutung einfühlen. Come into the feeling. Lege dich dazu in Savasana. Come into Savasana. Entspann dich. Relax. Verneige dich vor dem Selbst und vor allen Lebewesen. Bow down to yourself and to all living beings. Spüre nun, wie alle Chakren geöffnet sind. Feel how all the chakras are activated. Die unteren Chakren schwingen langsamer, die oberen Chakren etwas schneller. Im Om, im höchsten Mantra, im heiligen Mantra. In Om, the highest mantra, the holy mantra. Om.
Jetzt sind alle Chakras geöffnet. Spürst die feinstoffliche Energie. Alles ist im Fluss. Alles kann fließen. Tauche ein in deine Energien. Lasse Heilung geschehen. Namaste. Geh deinen Weg. Tauche ein in die Stille des Waldes. Suche nicht. Finde. Lass dich überraschen. Sei wieder Kind. Spüre. Fühle. Komm zur Ruhe. Tauche ein in den Frieden. Komm nach Hause. Was treibt dich an? Höre. Fühle. Sehe. Du weißt es. Vertraue. Entdecke. Tief in dir weißt du es.
Ich bin da. Ich bin hier. Ich bin das Licht. Das Licht bin ich. Wir sind eins. Hello, beautiful souls. Today we will go on a very beautiful journey together. We will travel the universe. And for that, I want you to lay down or sit down, get really comfortable, take your time to find a nice and warm spot to wind down and relax. This time is just for you now. So once you've done that, start concentrating on your breath. Breathe in and out. Breathe in and out. With each breath you take, you're going deeper and deeper into relaxation. One more time. And now we will guide your attention to your feet. Feel them becoming more and more relaxed with each breath you take. Just let every attention go of your feet. It's time for them to relax now. And now we will guide your attention through your legs. They are also becoming more and more relaxed. We're guiding your attention now to your root chakra. Can you hold there for a moment? Just be present with the root chakra. Feel the energy that's in there. The root chakra is here to ground us with the Mother Earth. Appreciate the energy in there. And now we will slowly go through all the other chakras, step by step.
Picture energy flowing from your root chakra through each of the other chakras. And now we enter the crown chakra. We'll hold there also for a moment. Crown chakra is the gateway to the universe. It's connected to the higher power. It's a very powerful chakra. And we will use that chakra now to travel through the universe. And now, picture yourself flying out of your body. Your soul will leave your body now. You're gonna fly up through the sky. Take a moment and look at your beautiful house, your apartment, or wherever you may be right now. Just appreciate being here and taking your time to do this wonderful meditation for yourself. And now feel the wind of you flying through the clouds. How puffy they are, beautiful clouds. You're breaking through a lot of cloud layers. Now, we entered through the atmosphere, and then you turn around. You see the beautiful Mother Earth. See how she's smiling at you? She's always happy to see us when we travel out of body. So let's take a moment and appreciate her love and light. Picture sending her big energy ball of light. Yeah, she loves receiving your love and light because she's always here for us every single day. And now we'll turn our attention to the moon. See how bright the moon is and big, because now we're right in front of it. Now you can take your time, fly around the moon. Look at the beautiful craters that are on the moon. See all the surface. Fly around it. If you want, you can even land on the moon and do a moonwalk. And now you can fly out of the moon. And if you like, you can fly faster. You can pass by all the planets that are in our solar system. Fly by every single planet. And then you will reach to our beautiful sun. The sun gives us everyday warm energy. It's here to recharge our battery. Feel the warm energy from the sun. And now we can fly around the sun and fly past the planets again. And now we're gonna fly to the beautiful Milky Way. The Milky Way is so beautiful. There's so many stars in that Milky Way. Normally you always see it from the surface of the Earth looking up to the sky. But now you can fly through the Milky Way. Flying through every single star that creates the beautiful Milky Way that we can see in the beautiful night sky. And if you want, you can fly to any planet that you wanted to visit. Since you're out of your body, you can be anywhere on any planet at any time. If you don't want to fly, you can teleport. Just picture yourself being, let's say, on Mars, and poof, you show up on Mars. That's the beauty of out-of-body experience or astral projection, because you have total control of what you're doing. And now you can slowly go back to
to our beautiful Mother Earth, or some call it Gaia. And before you enter the atmosphere again, just stand there and appreciate her love again. You can fly around her, look at the beautiful continents that surround our beautiful round Earth. And also here you can fly anywhere or even teleport anywhere on Earth. So now let's say you want to be on a beautiful ocean. Just think about the most beautiful ocean you have ever wanted it to be on our beautiful Earth. And poof, you show up. You can do anything there. That's the beauty of this travel. You can be anywhere you want to be in our world or even the universe, just like we did. And now we're slowly coming back into our body, entering again. And now, since we're back in our body, we will slowly come back to reality. You may start feeling sensation again. Start hearing little noises in your room. Or maybe even start smelling something again. And if you feel like, you can start wiggling your toes, moving your hands, or even better, start stretching your wonderful body. But do it slow, come back slow. There's no stress. We have all the time we need. And now breathe in one more time. And breathe out. I thank you so much for listening. Namaste.
connected with everything. Everything is one. We are one with ourselves. We are one with the universe. The universe is within us. Namaste. Om bringt mich immer wieder in meine Mitte. Das ist heilsam für mich. Om centers me. This is healing for me. Developing your own voice means taking yourself seriously, being heard, and giving yourself space. Namaste. Namaste. Ich musste meine Stimme erst kennenlernen, akzeptieren und dann schulen. Seine eigene Stimme zu entwickeln, bedeutet, sich selbst ernst zu nehmen, gehört zu werden und sich Raum zu geben. Durch Entspannung kommen wir zur Ruhe und zu uns selbst. Wir spüren, wie es uns geht. In dieser Ebene kann sich unsere Selbstheilung entfalten. Through relaxation, we come to rest and go to ourselves as we are. In this level, our self-healing can unfold. Liebe Elke, Namaste. Namaste, liebe Diana. Danke, dass ich bei dir sein darf. Von ganzem Herzen ist mir eine große Ehre. Ich bin so gefüllt, weil ich durfte deine Energiearbeit jetzt an mir spüren und ich bin voller Dankbarkeit. Schön, ich danke dir, Schatz. Elke, was bedeutet denn für dich Heilung? Was für mich Heilung bedeutet, da stößt du gerade was an bei mir, weil es ein großes Thema ist jetzt in dieser Zeit. Für mich ist Heilung grundsätzlich
immer Selbstheilung. Also ich sehe mich oder niemanden als irgendeinen Guru oder als einen Heiler oder Heilerin, sondern ich sehe einfach mich oder andere als Kanal, die einfach Energien, die jedem zur Verfügung stehen, ja, durch einen Kanal bündeln und einfach durch ein offenes Herz, ja, hinausströmen lassen können in die Hände. Schau mal, jede Mama macht es doch automatisch. Ja. Jede Mama nimmt die Hand und streichelt ihr Kind, wenn sie getröstet hat. Oder wenn wir uns verletzen. Was machen wir als erster? Autsch, wir langen hin und reiben. Also wir sind alles unsere eigenen Heiler. Ja? Und während du atmest und es dich atmet, entspannst du dich einfach. Immer mehr und mehr, tiefer und tiefer. Und erlaubst dir, ganz in deinem wundervollen Sein, das du bist, anzukommen. Jedem Atemzug. Jetzt stell dir einfach vor, das weiß-goldenes Licht direkt aus der höchsten Quelle allen Seins, reine, wundervolle Energie der höchsten Quelle, jetzt dein ganzes Sein durchdringt bis in jede Zelle, mit jedem Atemzug. Dieses wundervolle, heilsame Licht in dich aufzunehmen und deine dir innen wohnenden Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Denn du bist das Licht und du bist die Liebe hier auf Erden. Zu tun. Du darfst einfach nur sein. Einfach nur sein. Atme dieses Bewusstsein tief in dich ein. Ich bin das Licht. Ich bin die Liebe. Ich bin, das ich bin. Und ich bin immer und jederzeit angebunden mit all den göttlichen, kosmischen Kräften. Schwingung.
Deine Raupe wird zum Schmetterling und wird sich selbst gewahr, grenzenlos, deiner eigenen Freiheit in dir entgegen. Du trägst alles in dir. Du hast die Selbstheilung angesprochen. Die durfte ich jetzt selber spüren. Du hast mir Kraft gegeben. Oder wie kann man das erklären? Die Selbstheilung aktivieren. Deine dir innen wohnenden Kräfte, die jeder besitzt, jeder hat. Okay, vielleicht, wie kann man das jetzt beschreiben, wie man das also praktiziert oder wie ich das praktiziere? Im Grunde genommen über meinen Geist und über mein Herz, über die Liebe. Ich mache einfach auf mein Herz, gehe in ein Gefühl der Liebe, was mir ganz leicht fällt, Gott sei Dank. Also ja, weil ich grundsätzlich diese Liebesfähigkeit in mir trage oder habe. Und dann stelle ich mir einfach vor, dass ich mich nach oben öffne und mich als Kanal zur Verfügung stelle. Weil ich weiß ja nicht, was die Seele braucht, was der Körper braucht. Ja? Ich bin ja nur Mensch, ich bin ja nur Kanal. Und somit lasse ich mich ganz auf dich, auf die Seele ein und bitte nach oben, dass das Höchste und Beste jetzt für die Seele geschieht und zu mir fließt, durch mich und die Seele eben und den Körper ihre innewohnenden Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Ja? Und das spüren viele. Ja? Und es ist ein Trugschluss, wenn man glaubt, dass ein anderer uns heilt. Das möchte ich jetzt auch an dieser Stelle einfach mal erwähnen. Das ist mir persönlich ganz wichtig, weil mein Weg ist, die Menschen nicht abhängig zu machen oder aus Abhängigkeiten, in denen sie es schon sind, herauszuführen und sie in die Selbstermächtigung zu bringen. Ja. Das ist mir ein ganz, 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 ganz großes Anliegen. Ja. Wie wichtig spielt denn da Vertrauen auch eine Rolle? Absolut. Also Vertrauen ist grundsätzlich außer die Liebe ja, oder die Selbstliebe. Vertrauen ist ein ganz, ganz großes Thema, das uns oft schon in der Kindheit genommen wird, ja, weil wir einfach Erfahrungen machen. Und jetzt darf die Seele erst wieder lernen zu vertrauen und sich selbst vertrauen. Ja, da geht es hin. Und da kann man natürlich auch über Seminare oder wie du jetzt über Yoga oder es gibt so viele wundervolle Möglichkeiten inzwischen, das Selbstvertrauen in uns wieder zu erwecken. Ja? Mit meiner Karin Veit, wo ich ja schon viele Jahre, jetzt 12 Jahre zusammenarbeite, ist unglaublich. Und die Menschen versuchen in die Selbstliebe zu bringen oder ihnen die Möglichkeit zu schenken, indem sie mit sich selbst arbeiten und erst einmal sich verstehen. Und natürlich muss auch die Chemie stimmen. Wenn jetzt jemand kommt und er mit dir gar nicht kann, dann ist er dicht. Obwohl die meisten habe ich bis jetzt geknackt. Ja? Also, ja, die meisten habe ich geknackt. Aber es gibt es immer wieder mal. Ja? Und da gibt es ja ganz viele draußen, wundervolle Menschen, die gerade auf dem Weg sind, die diese Arbeiten machen, die Heilung oder die Selbstheilung lernen, lehren. Und ich habe dir ja auch schon gesagt, dass ich ja noch beim Roberto Antella Martinez die Ausbildung gemacht habe, weil er eine Technik entwickelt hat, wo er selbst gesund geworden ist. Und auch Techniken, wo man Trauma lösen kann über die Aborigines und so. Und da ich ja jetzt so mein neuer Weg ich mit reingenommen habe, bei ihm jetzt um die Ehre, Ausbildungen zu machen. Ne? Für ihn, weil er sich nicht zum Guru machen lässt. Und da hat er ja bei mir schon mal einen großen Pluspunkt. Ne? Ja, das ist auch das Schöne, dass
Göttliche in jedem von uns In selbst zu jedem, erkennen. Genau. Inwieweit denkst du denn, warum ist Selbstliebe immer so ein Thema, wo die Leute sagen, oh, Selbstliebe, darf ich die spüren? Weil es meiner Meinung nach falsch vermittelt wird. Das geht schon in der Kindheit los, dass man vielleicht von den Eltern, dass man die Prägungen einfach bekommt, sei nicht so eingebildet oder sei nicht so gierig oder was bildest du dir ein? Und ja, so einfach Glaubenssätze der Eltern und der Schulen oder von alten Zeiten einfach drüber gestülpt bekommen. Ja? Und da geht es jetzt raus. Selbstliebe heißt nicht, dass ich mich über jemand anderen stelle, dass ich glaube, was Besseres zu sein, sondern Selbstliebe bedeutet, mich genauso anzunehmen und wertzuschätzen, die ich bin. Und vor allem, sich mit niemandem zu vergleichen. Ja, was ja jetzt von den draußen mit Werbung und du musst so sein, ja. Und nein, mit niemandem mehr vergleichen sich, sondern seiner Wertigkeit einfach bewusst werden und sich dann so zu lieben. Oh, genauso wie wir sind, verstehst? Ja. Und dann ist das für mich der Schlüssel des Friedens. Ja. Verstehst du? Und auch der Heilung, die geschehen darf, ne? Wenn man sich selbst liebt, wenn man sich selbst annimmt. Dann hast du 80% aller Probleme gelöst. Und körperliche Unzulänglichkeiten sind bei mangelnder Selbstliebe, ist das grundsätzlich, weil unser Körper macht aufmerksam, weil wir die Seele nicht hören. Verstehst du? Und dann sagt die Seele zum Körper, oh, jetzt gehst du mal vor, vielleicht hört sie auf dich und spätestens dann beginnt bei uns vielleicht ein Umdenken, ja, im besten Fall. Und wir suchen Hilfe, so war ja auch mein Weg, ja, dass ich aus dem größten Leid, das ich erleben, jetzt inzwischen sage ich durfte, es hat mich ja auch zu dem gemacht. Und somit Möglichkeiten gefunden habe, in die Selbstheilung zu kommen, verstehst du? Mich selbst zu heilen, meine Seele, wenn ich mich selbst heile, meine Seele heile, heilt automatisch dieser wundervolle Körper, ja, in dem wir in diesem Leben sind, mit. Ja? Und wenn sich dem die Menschen bewusst werden, dann haben wir einen guten Anfang für Frieden. Sehr schön. Ja. Ich bedanke mich. Ich danke dir, Diane, für dein Vertrauen. Ich wünsche dir viel, viel Kraft für deinen Weg. Namaste. Namaste, das kann ich nur so weitergeben. Danke.
Halte inne. Pause. Nimm dich bewusst raus. Take yourself out consciously. Beobachte. Watch. Atme. Breathe. Spürst du dich? Do you feel yourself? Nimm dir diesen einen Moment für dich. Take this one moment for yourself. Yoga im Alltag ist für mich nicht mehr wegzudenken. Und Yoga im Alltag sind manchmal auch Kleinigkeiten wie Freude
eine schöne Blume anschauen, Atemübungen, Zeit für mich. How has my yoga journey been? Well, it's very interesting. I started out and I was really stiff. Diana always calls me a stiffy. Diana saw in me that that I was way more connected with my soul than with my body, and she saw that I was really stiff and everything. And then we started doing some yoga practices, and she saw, she's like, "Ooh, he is really stiff and everything is hard." And the more I started doing those practices that she gave me, I got more connected with my body, and yeah, everything is becoming more one. The soul and the body are merging together. So yeah, it's really a beautiful journey. Yoga im Alltag sind auch oftmals die kleinen Dinge. Das heißt, du musst nicht ein großes Übungsprogramm absolvieren, sondern es reicht manchmal auch, dass du dich gerade auf den Boden legst und dich wieder spürst, dass du deinen Atem spürst. Du kannst Yoga in den Alltag integrieren und es ist nicht mehr wegzudenken. How do I do yoga? Well, it starts, I get up, brush my teeth, and normally I would eat something, but then I take the mat, lay the mat out, and I do some light yoga practices, and then once I've done those, I eat something, then I go do my work on the computer, and then when I feel like, oh, my neck is getting stiff or my back starts hurting, I let the mat lay out, and then I go to the mat and do 1, 2, 3 practices, and then I continue working again. And then Thursdays, there's always a yoga class by Diana. Then I go there when I got time and we do yoga in a class for an hour. And it's cool because you see other people doing yoga, and it's the connecting and seeing her teaching the class and the vibe and everything. It's amazing. Auf jeden Fall kannst du Yoga in deinen Alltag integrieren mit kleinen Übungen. Das geht schon beim Aufstehen los. Manchmal sage ich auch den Yogaschülern, steh doch einfach mal auf der anderen Seite vom Bett auf oder geh und versuche einen anderen Arbeitsweg zu gehen und dass du eine andere Perspektive hast. Wenn du zum Beispiel lange am Schreibtisch sitzt, dann reicht es manchmal, dass du einfach den Stuhl nach hinten schiebst, die Augen kurz schließt, spürst, bin ich noch bei mir, wie ist mein Atem? Ich kann mit den Schultern rollen, ich kann mich mal dehnen und strecken. Und sobald du die Aufmerksamkeit auf dich lenkst, wird sich alles ändern. How did yoga change me? Well, changed me a lot. I'm becoming way more spiritual. I'm way more connected with myself and to source. I learned a lot about breathing. And through the breathing technique, you get more oxygen in your body and you have more energy then, you feel more full of light and love, and I feel more connected to my body and with myself. I learned a lot about self-love, how to love yourself, to love every inch of your body. And yeah, that's a beautiful thing how yoga can change your perspective of life. You feel way more connected with yourself and the universe. What would be a good tip for a newbie, a yoga beginner? Well, just do it with love and light and passion and go slow. You don't have to be perfect. I try to be perfect, and I always said to myself, I can do this. And then there were like some poses that Diana said, can you do this? And I couldn't do that pose. And normally it looks so easy when she does it, but she's been doing yoga for years now. And then I tried to do that pose and I said, how come I can't do it? And she said, hey, it takes time, go with the flow, don't stress it. So a good tip is to just listen to your body, go as far as you can, and when something starts hurting, just stop. Your body tells yourself, when to stop, and here's the breaking point, just don't go too far, just listen to your heart and take your time
in time your muscles will start stretching and you can do more poses. I see what it did to me. On the beginning I was really stiff, and now I can do more stretches and feel everything more in my body. So the key is go slow and breathe. Atme. Lebe. Erde dich. Fühle die Kraft deiner Beine und Füße. Öffne deinen Herzraum. Die Kraft des Baums unter deinen Füßen. Nimm die Umgebung um dich herum wahr. Schau in den Baum des Lichts. Halte inne. Spüre die Kraft des Baums unter dir. Alles ist friedlich. Die Ruhe in dir. Atme Liebe ein und Friede aus. Namaste. Take the next few minutes to say hello to this wonderful day, to this wonderful morning. At first, take the comfortable sit on the ground. Connect you with the root chakra. And close your eyes. And take a long inhale. And a beautiful exhale. Feel the energy. See this wonderful day, this wonderful morning.
Jeder kann seinen Ort finden. Finde deinen magischen Ort. Höre, fühle und sehe. Werde achtsam, werde frei, verbinde dich. Sei wieder Kind, tauche ein in die Stille, in diesen deinen magischen Ort. Namaste.
Namaste. Wenn du deinen magischen Ort gefunden hast, nehme ihn bewusst wahr. Rieche ihn, höre, schmecke ihn. Lass dich mit all deinem Sein, mit all deinen Sinnen dort nieder. Nehme bewusst das Hier und Jetzt wahr. Und es gelingt dir, indem du dich auf deinen Atem konzentrierst. Versuche, den Atemvorgang so bewusst wie möglich zu gestalten. Atme ein und bewusst aus. Atme ein und bewusst aus. Nun kannst du dich auf all deine Sinne konzentrieren und kannst deinen Ort als geschützten Raum wahrnehmen. Picture yourself creating a beautiful bubble of light. Surround yourself with a big bubble of light. And now let us fill this beautiful bubble of light that we just created with beautiful white light. Picture yourself traveling to the universe. Picture yourself going to the Milky Way and getting all the beautiful energy from the Milky Way. That white light that's being sent from the Milky Way will travel to our beautiful Mother Earth called Gaia. She will also boost this energy with her love and light. And now that energy will enter the atmosphere, going through our beautiful clouds. Now that energy is entering our bubble of light that we just created. And you can feel all the energy that's coming from the universe, the Milky Way, and our beautiful Mother Earth. And feel it entering your bubble of light and going through your body. Feel all the tingling, the vibrations coming into your body. And remember, this is your sacred place. You always can create this place for you, your own magic place, anytime, anywhere. In this beautiful place, your bubble of light will protect you. Breathe in and out. In diesem geschützten Raum darfst du sein im Hier und Jetzt.
und kannst in der Ruhe deine innere Kraft finden. Deinem Herzen. Und lass die Liebe fließen. Namaste. Namaste. Namaste, liebe Melanie. Namaste, lieber Simon. Namaste. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir würden gerne mit euch sprechen über magische Orte. Ich durfte bei dem magischen Ort schon übernachten und habe das gespürt, was ihr hier kreiert habt. Simon, wie ist die Geschichte dahinter? Was erwartet denn die Gäste hier? Also es ist schön, dass ihr das in Live schon erleben durftet. Und für alle Menschen ist das ein offener Ort, wo alle willkommen sind zum Entspannen, zum Ruhe, Kraft schöpfen. Die Umgebung, sage ich mal, gibt auch ihren Teil dazu bei, dass man in der schönen Natur zur Ruhe kommt und sich es auch gut gehen lässt und genau kulinarisch von uns verwöhnt wird, wer möchte. Genau, das sind so die Basics. Melanie, ihr führt zusammen dieses wunderschöne Bio-Hotel, Ferienhäuser. Was ist die Geschichte dahinter? Warum habt ihr das so eröffnet oder macht ihr das? Also vor ziemlich genau 7 Jahren haben wir Sentidos eröffnet und damals, vor 7 Jahren, waren die Beweggründe noch ein bisschen andere, aber wir wurden trotzdem hierher geführt. Und damals war uns einfach wichtig, wenn man in den Urlaub fährt, dass man Körper, Geist und Seele in Einklang bringt. Und dazu gehört für uns einfach Ruhe, ein gutes Bett, gutes Essen, Natur, einfach das Wesentliche und auch die Möglichkeit, sich zurückzubesinnen, back to the roots, einfach wirklich auf das Innen. Und das waren so ein bisschen die Beweggründe und auch weil wir so gern in Urlaub fahren und immer so ein bisschen auf der Suche waren nach diesem Ort und haben ihn so geschaffen für uns und für andere. Simon, was bedeutet für dich, einen Kraftort gefunden zu haben? Für mich bedeutet es, jeden Morgen aufzuwachen in einer wunderbaren, schönen Umgebung, den Sonnenaufgang anzuschauen, die Rehe vielleicht, oder Hasen, wie sie übers Gelände laufen, zu beobachten. Das gibt für mich ganz viel und das ist der Start
sage ich mal, in einen schönen Tag. Melanie, bist du spirituell? Ja. Was bedeutet für dich Spiritualität? Gute Frage. Grundsätzlich glaube ich, dass wir alle Menschen spirituell sind und die einen es einfach schon entdeckt und die anderen noch nicht so entdeckt bzw. sich noch nicht so bewusst sind. In meinem persönlichen Fall ist Spiritualität einfach verbunden zu sein mit dem Ganzen, mit der Natur, mit allen Lebewesen und einfach zu versuchen, jede Tat zu einer bewussten Handlung zu machen. Das ist für mich Spiritualität und es auch nach außen zu bringen und nach außen zu leben, um möglichst so viele Menschen wie möglich zu berühren. Genau. Danke. Simon, wie findest du denn die Kraft, ja, hier zu sein, hier zu wirken? Du arbeitest hier. Wie findest du die? Also wie gesagt, es beginnt in der Früh mit beim Aufstehen, wenn ich aus dem Fenster gucke und in die schöne Natur blicke, so wie jetzt gerade. Und die Sonne geht auf und ich sehe Tiere vorbei springen. Das erfreut mein Herz und da geht es mir schon mal gut. Und dann im nächsten Schritt spielt für mich die Kulinarik eine große Rolle. Und der Start in den Tag, sage ich mal, wird dann in der Küche kreiert und soll jedem, sage ich mal, und mir selber natürlich auch die weiter nötige Kraft geben. Und, ja. Bist du schon immer an diesem Ort gewesen oder an welchen Orten hast du denn schon diese Magie wahrnehmen können, die du hier gefunden hast? Ja, ich habe das große Glück gehabt, an verschiedenen Orten aufzuwachsen, verschiedene Lebensweisen, verschiedene Kulturen kennenzulernen und auch das Glück gehabt, viel zu reisen und auch in jungen Jahren und habe, denke ich, dort an verschiedenen Orten die Eindrücke sammeln können oder gespürt, die vielleicht als Kind vielleicht noch nicht oder auch als Erwachsener vielleicht noch nicht gleich, die dann später erst, sage ich mal, sich positiv ausgewirkt haben. Melanie, inwieweit würdest du denn sagen, wie kann man denn, wenn man jetzt nicht in dieser wunderschönen Natur ist, wie kann man denn für sich einen magischen Ort finden? Also der magische Ort ist ein Herzensort, also im Herz einfach verankert. Und also ich glaube, es geht immer um das Wesentliche, in die Ruhe und in die Stille zu finden und da wirklich einfach sich mit dem Gesamten zu verbinden und da einfach die Magie zu finden. Und die Magie begegnet uns aber im Außen überall. Also für mich persönlich ist Magie auch, wenn ich draußen den Glitzer des Schnees beobachte. Und ich glaube, wenn wir diese wesentlichen kleinen Dinge wieder wahrnehmen können, dann begegnet uns Magie in jedem Augenblick. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel und die Essenz vom Leben. Ja. Inwieweit hilft dir die Spiritualität bei deiner täglichen Arbeit? Sie ist mein Leben. Genau. Wie gestaltest du das Leben? Wie gestaltet mich das Leben? Ja. Ja, ich segne das Essen, ich segne meinen Tag, meine Nacht, alle Begegnungen, die Lebewesen. Es ist einfach ein Miteinander und eine Verschmelzung und ja. Und Simon, der einfach den Raum auch hält und ja, es ist einfach das Schöne in jedem Augenblick zu betrachten. Ich werde da auch beschenkt und ja, kriege immer ein bisschen was ab, glaube ich, und versuche das auch weiter. Ja, die Männer haben es einfach gerade
auch alles andere als leicht. Die dürfen wir, glaube ich, ja gerade begleiten. Und genau, und das ist einfach eine super schöne Aufgabe. Ja, vielen Dank. Der Raum ist voller Liebe. Ich bedanke mich. Ich würde auch ganz gerne euch die Zeit geben, die Möglichkeit. Vielleicht habt ihr noch eine Nachricht für alle draußen. Melanie, vielleicht möchtest du anfangen. Danke auch für die Herzenseinladung. Es ehrt uns sehr, auch hier sprechen zu dürfen, wenn auch mit Herzklopfen und aufgeregt. Aber ich glaube, das ist normal und auch das darf sein. Und was will hinaus in die Welt? Ich glaube, hinaus in die Welt will, dass wir vielleicht unseren Nächsten so leben lassen und genauso sein lassen dürfen, wie er ist. Dass die Kriege aufhören, denn die Kriege beginnen in uns, und zwar dann, wenn wir den Nächsten nicht akzeptieren. Und dieses Akzeptieren, glaube ich, geht bei uns erst schon mal los, indem wir so leben, wie wir sind, uns so zeigen, wie wir sind, und uns selbst lieben, egal ob uns andere lieben oder nicht, sondern dass wir uns selbst lieben. Und ich glaube, aus dieser Liebe heraus können wir einfach wieder gemeinsam leben und gemeinsam kreieren, gemeinsam erschaffen, ja, einfach in der Akzeptanz zu bleiben mit uns selbst und mit den anderen. Einfach nicht mehr uns bekriegen. Genau. Ich glaube, das will hinaus. Aho. Auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Inspiration, für das Gespräch und für deine Worte, Melanie. Da kann ich fast gar nichts mehr hinzufügen. Da ist alles gesagt worden, auf was es ankommt, was wichtig ist. Aber vielleicht nochmal diese Achtsamkeit, die wir spüren, dass die noch mehr übergeht in alle Menschen. Einfach das Handeln und Tun täglich einfach nochmal kurz, so eine, wie sagt man, Offenschau. Ja. Genau. Und dann wird man das Richtige tun, hoffentlich. Und ich glaube, wir dürfen verletzlich sein. Wir dürfen uns zeigen, wie wir sind. Genau. Das, glaube ich, war jetzt nur wichtig. Danke, dass ich das nur sagen darf. Sorry. Ja, alles gut. Ihr zwei wunderbaren Seelen, danke für euer Sein, für eure Zeit, für euer Schaffen. Ich wünsche euch viel Kraft in eurem Kraftort und für das, was ihr geben dürft. Namaste. 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 Bringe Liebe in dein Leben. Selbstliebe ist auch Selbstheilung. Ich bin die Seele. Selbstliebe durch die Verbindung zum Herzen. Das Herz ist das Tor zu unserer Seele. Mit der Herzverbindung können wir uns selbst und anderen vergeben. Selbstliebe bedeutet auch gut zu sich zu sein. Was will meine Seele mir sagen? Wenn wir die Beziehung zu uns selbst nicht erforschen, dann werden wir immer dort bleiben, wo wir gerade sind.
Sich selbst kennenzulernen führt zu Selbstvertrauen. Wir haben verlernt, eine Beziehung zu uns selbst zu führen. Je älter wir sind, desto mehr verlagert sich der Fokus nach außen. Beginne die Reise zu dir selbst. Du musst mit dem Herzen verstehen. You have to understand with your heart. Wir müssen uns mit uns selbst versöhnen. We have to forgive ourselves. Du bist raus aus der Opferrolle. You are out of the victim role. Self-love, care about myself. Seele mir sagen. I love myself. Namaste, liebe Miriam. Hallo, meine liebe Diana. Wie schön, dass wir heute über Selbstliebe sprechen können und dass du dir die Zeit nimmst. Liebend gerne. Ein sehr wichtiges Thema. Ja, wir sprechen heute über Selbstliebe und wie gerade die Akasha-Lesung in der Selbstliebe oder zu Selbstliebe kommt, wie man das machen kann. Wie ist da deine Erfahrung? Absolut kann man durch die Akasha-Lesung in die Selbstliebe kommen.
Man kann es auch ohne, aber durch die Akasha-Lesung sind Menschen, die sehr blockiert sind oder die in einem Punkt feststecken und nicht mehr vorankommen oder eine starke Sehnsucht empfinden und nicht wissen, wofür. Da kann man wirklich die Menschen abholen, das Bewusstsein, also den Mensch dort stehen lassen, aber das Bewusstsein in dem Sinne dann abholen, mit einer Erkenntnis füttern und auch durch die Erkenntnis spürend erleben lassen, dass die Form, die wir hier angenommen haben, in der 3D-Form, wirklich frei sich entfalten darf und dann wieder in die Selbstliebe zurücktreten, also in sich wieder zurückkehren darf. Warum glaubst du, dass gerade Selbstliebe auch so ein Thema ist für Frauen? Also Selbstliebe generell ist ein ganz, ganz großes Thema für jeden Einzelnen von uns. Wenn wir aber spezifisch auf die Frau eingehen, haben wir in vielen Generationen erlernen und erfahren dürfen, dass wir alles und jeden umsorgen, nur uns selbst nicht. Wir sind in der Position, in der Geberposition, wie wir die Brust auch geben, so wie wir auch die Fürsorge weitergeben und haben aber einen Aspekt vergessen, und zwar uns selbst. Ich kann nur das geben, was ich in mir trage. Und wenn ich in mir selbst nicht diese Reserve für mich selbst habe, kann ich nichts nach außen verteilen. Und deswegen passiert es heutzutage so oft, dass Frauen sich ausgelaugt fühlen oder dieses Gefühl von, ich bin doch nicht nur Mutter. Ja, ich kann mich selbst nicht entfalten, ich weiß selber nicht, wohin mit mir oder was ist denn meine Berufung. Das sind alles Aspekte, man kann sich das vorstellen wie eine Hand, die Fäden zieht und überall kommen Themen auf uns zu, damit wir eins erkennen, und zwar, damit wir wieder in die Selbstliebe eintreten, weil daraus können wir dann sehen, was ist meine Fähigkeit, wie gut tut es mir, mein Kind zu umsorgen und gleichzeitig für mich eine Auszeit zu nehmen. Würdest du sagen, dass die Seele mit einem spricht, wenn man von Selbstliebe spricht? Absolut. Das ist dann das Anklopfen. Diana, ich würde auch sagen, dass ein gewisses Unwohlfühlen eine Botschaft dafür ist, dass man zu Sinnen kommt, aber nicht die Sinnen, die wir als Mensch erfahren, sondern wirklich die Seele, die mit einem spricht, dass wir diese Kommunikation wahrnehmen und sagen, jetzt verstehe ich, ich sollte da jetzt wirklich ausgebremst werden, damit ich zu mir selbst komme. Also sagst du auch natürlich, Selbstliebe ist diese Innenschau. Ja, also wie fühle ich mich? Ist es, glaube ich, auch so eine Übung, die man machen kann. Ne? Wie würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt aufstehst, wenn du einen Tag beginnst, wie gehst du in die Selbstliebe? Als allererstes gibt es einen wundervollen Spruch in der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das führen und praktizieren viele Menschen aus. Aber wenn ich Bewusstsein bin und mich als Bewusstsein auch erlebe, dann liebe ich mich selbst und gebe aus meiner Liebe heraus. Und wenn ich morgens aufstehe und mir ganz klar bewusst mache, für einen Moment, bevor ich wirklich aufstehe, sondern im Bett liegend meine Augen öffne und zu mir komme und weiß, ich bin Bewusstsein. Die Liebe ist in mir. Es ist wie ein Glas Wasser. Der Inhalt ist immer voll für mich und daraus kann ich immer ausschenken. Aber wenn der Inhalt leer ist, dann gibt es nichts mehr auszuschenken. Das heißt, wirklich sich bewusst machen, dass die Liebe in einem herrscht. Und auch wenn sie im Außen noch nicht zu sehen ist oder wenn man sie im Außen so noch nicht wahrnehmen kann, weil man sagt, ja wie denn? Erst wirklich zu sich kommen, sich bewusst machen, ich bin Bewusstsein, sich in der Beobachterposition erleben, sehen und dann im Herzen fühlen, ich bin die Liebe. Und es ist wie das Auge. Das Auge sieht, aber es ist nicht der Sehende. Der Sehende ist, der dahinter ist. Und wenn ich die Liebe bin, darf ich diese Liebe für mich auch öffnen. Peu à peu oder es passiert auf einmal. Das ist jedem selbst überlassen. Wie schön, wenn die Liebe so fließen kann. Und du hast es sehr schön erklärt. Jetzt kommen wir zu der Akasha-Chronik, auch ja, zu deinem Arbeiten, zu deinem Schaffen, zu deinem Schöpferischen. Wie würdest du es erklären? Wie weit hilft denn jetzt die Akasha-Lesung bei der Hilfe der Selbstliebe? Ich würde sagen, es ist meine Aufgabe, daraus ist meine Gabe für mich in die Fähigkeit sichtbar geworden. Es hilft sehr, sehr viel, Diana, weil viele Menschen sind, wie gesagt, in so einer blockierenden Position oder sie sind von ihrem Bewusstsein sehr weit und haben dann ein Thema, wo sie sagen, irgendwie ist da aber noch was. Und es ist sehr, sehr schön sichtbar durch die Akasha-Lesung, wie energetische Schnüre an einem hängen. Wie vielleicht Verstorbene anwesend sind, die noch etwas zum Ausdruck bringen wollen, was sie nicht geschafft haben. Oder wie eine Erkenntnis aus der geistigen Welt
anhand von Bildern kann ich sehen, anhand von Farben kann ich sehen, anhand von Stimmen kann ich es hören. Und diese Botschaft gebe ich 1:1 weiter. Und das Spannende ist, dass ich meinem Gegenüber nie vorher irgendwelche Themen wissen will. Ich gehe da selber so ins Vertrauen und bin dann wirklich das Kanal, aber nicht channeln. Das ist für mich dann auch nochmal ein anderes Thema. Ich bin das Kanal und bin so mit der Quelle verbunden, dass ich dann 1:1 das weitergebe und es so in Resonanz geht mit dem, was auch gerade aktuell bei der Person ist oder was auch schon geschehen ist. Und das können auch Bilder sein anhand von Traumata, die ich dann im Kindesalter sehen darf oder vielleicht sogar aus alten Inkarnationen. Und derjenige kann das dann wieder erfühlend erleben und sagt, wow, deswegen ist das und das immer schon so. Also spielt die Vergangenheit auch eine Rolle? Vergangenheit, Zukunft gibt es ja in diesem, es gibt es ja gar nicht. Aber wir brauchen es um etwas festhalten zu können, gerade in dieser Dimension. Und dann ist es so, dass mir wirklich auch Bilder gezeigt werden aus alten Inkarnationen, aus der Vergangenheit, im Kindesalter, vielleicht auch etwas, was gestern geschehen ist. Aber was zu der Schwingung, die jetzt gerade in dieser Unterhaltung eben so wichtig ist, um dort eine Erkenntnis zu ziehen. Und genauso ist es dann auch mit den Möglichkeiten der Zukunft. Es kommen auch mal Möglichkeiten als Zukunftsbild zu sehen. Bedeutet aber nicht, dass das so eintritt, sondern das ist eine Möglichkeit. Und diese Möglichkeit ist daraus geboren, weil wir beide in diesem Moment gerade einen Austausch führen und du so schwingst und ich das so wahrnehmen darf. Jetzt ist es ja so schön, ich habe das wirklich zum ersten Mal gemacht und ich sitze jetzt vor dir und ich kriege Gänsehaut, weil ich es selber erleben durfte. Wir haben nicht über die Themen gesprochen und wir haben eine Verbindung gehabt und es Gänsehaut. Wir haben das Ganze über Telefon gemacht und du hast auch gesagt, es ist eine klare Frequenz dann da und du hast angefangen. Und ich habe es teilweise nicht glauben können. Ja, ich konnte es nicht fassen. Es war natürlich ein Vertrauen, was du wunderbar geschaffen hast. Und auch das, was du gesehen hast, ja, war mir teilweise, vieles war mir bewusst. Ich beschäftige mich damit. Es ist jetzt nicht so, dass ich damit nicht in Berührung gekommen bin, aber du hast Themen angesprochen, wo ich echt gesagt habe, wow, wie bitteschön kann sie das jetzt wissen? Erzähl was davon, wie kannst du es wissen? Genau, das ist genau der Punkt. Also ich brauche vorher auch nichts von mit meinem Seelengesprächspartner von ihm wissen. Es geschieht in dem Moment, weil mein Vertrauen auch da ist. Und wenn wir uns dann verbinden, weil ich habe auch eine Einleitung bekommen, bei der wir uns erstmal verbinden und dann fließen die Bilder, dann kommen die Informationen, die Botschaften. Und es ist eben für mich ganz wichtig, nichts vorher zu wissen, damit ich das 1:1 wiedergeben kann, weil dann habe ich dein Vertrauen und dein Feld klärt sich und zeigt und öffnet sich viel, viel mehr. Und dieses Wissen, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Viele wissen um die Bewusstseinsarbeit, viele wissen, es gibt ja so viele unendliche Möglichkeiten, die wir als Impuls wahrnehmen dürfen und die wir letztendlich aus uns heraus erschaffen haben, um diese Möglichkeit an uns anzutreten, um daraus dann wieder zu wachsen. Aber wenn es Wissen bleibt und es totgeparkt wird, das heißt, ich habe ganz viele Menschen, die sagen, ja, ich weiß, aber. Und dann kommt die nächste Frage. Es geht nicht um die Fragen, es ist eine Antwort, die da ist, die universell und im übergeordneten Sinn genau diese Erkenntnis darstellt. Das, was du auch angesprochen hast, ist dieses Vertrauen und dass wir wirklich hoffen, auch durch dieses Gespräch nach draußen wieder bringen zu dürfen, dass du Vertrauen haben darfst, dass du dir Hilfe holen darfst. Genau. Und wie schön auch, wenn man sich beschäftigt und nicht so viel beschäftigt damit, dass das Vertrauen da ist. Und das Schöne ist, dass ich dir wirklich auch zurückgeben kann, ist, das, was du mir gezeigt hast, das ist wirklich erledigt. Also ich habe das erste Mal wirklich so einen Eindruck, dass es dauerhaft bleiben kann, was ich verstanden habe, was du gesehen hast. Und ich habe viele Sachen erleben dürfen auch. Aber das ist echt eine langjährige Sache, wo ich wirklich denke, jetzt, ja, okay, das war noch so ein Quäntchen, was mir gefehlt hat. Und ich würde mir so wünschen, dass das ganz viele Menschen machen. Warum meinst du, dass es noch nicht so verbreitet ist? Also wie gesagt, ich habe wirklich schon viel gemacht, auch in meinem spirituellen Leben, aber das habe ich noch nicht gemacht. Ehrlich gesagt, Diana, ist es für mich auch so, dass ich mittendrin in diesem Prozess bin. Ich kann sagen,
wie es ist, wenn ich Bewusstsein bin und daraus dann spreche. Ich hatte vorhin auch schon die Eingebung, sprech das, was du bist und nicht bleib im Gefühl, sondern sprech das, was du bist. Und wenn ich das sage, was ich bin und das gebe, was ich bekomme, dann ist es wirklich so, dass es frei fließen kann. Und die Entwicklung jetzt gerade bei dem Kollektiv, es spaltet sich in zwei. Es gibt die Dualität. Die einen sind sehr stark in der Angst verfangen und gleichzeitig ist der Wachstum, die Ausdehnung des Bewusstseins jetzt gerade sehr, sehr, sehr groß. Und durch diese Ausdehnung im Kollektiv macht es uns jetzt dieses Akasha-Reading mit ganz klaren Botschaften möglich, dort in die Wunde reinzuschauen und zu erkennen. Und dann sich wirklich mit einer Lesung vielleicht sogar frei zu entfalten. Ich bekomme ganz, ganz viel Feedback, wo ich auch in die Energiearbeit währenddessen auch reingehen kann. Ich kann den Körper scannen, ich sehe wirklich den Energiekörper, ich sehe, welche Stellen auch betroffen sind. Und diese Stellen sind ja nur eine Wirkung. Die Ursache wurde ja gesetzt in Seelenform. Und da gehen wir dann durch die Wirkung rein, sehen dann die Ursache und beheben sie gemeinsam. Und deswegen ist dieses einmal schon, kann passieren, sich direkt frei zu fühlen, weil man sich daran erinnert, wer man wirklich ist. Das ist die Essenz von all dem, ist, dass ich hier sitze mit dir gemeinsam. Ich bin aber nur eine Erinnerung an dich und du genauso an mich. Wie würde das denn von der Praxis her darzustellen sein, dass man sich so ein bisschen derjenige oder diejenigen, die jetzt draußen zuhören und es sehen, wie könnte man sich das nochmal vorstellen? Was empfängst du da? Also zunächst einmal gehen wir durchs Telefon oder auch vor Ort. Aber mit dem Telefon ist es ganz, ganz spannend, weil die Frequenz ganz klar ist. Also Tesla hat uns hier auch was hinterlassen. Die Frequenz ist wirklich ganz klar und man muss auch nicht im Irdischen erstmal denken, oh Gott, wie guckt die, wie gucke ich, wie sehe ich aus? Oder du kannst ganz entspannt in deinen eigenen vier Wänden sein und bist für dich. Und ich bin auf der anderen Seite und bin bei dir mit dem Telefon, mit der Energie. Und dann gehen wir in einen Zustand, wie beide, in dem wir uns verbinden und ich verbinde uns mit der Schöpfung. Das könnte ja auch jeder für sich machen, aber in dem Moment, wie ich das jetzt aus der Akasha-Lesung bekommen habe, leite das so ein. Ist das ein ganz großes Vertrauen, was du mir schenkst und dadurch ist dein Feld klar und ich kann darin wirklich die Botschaften empfangen. Und dann ist es so, dass ich wirklich sehe, situationenbedingte Ereignisse, die schon geschehen sind und die gebe ich dir weiter. Und dann bauen wir das erstmal auf, dass ich dir das alles so geben kann. Und dann passiert es, dass sich Energien zeigen. Und das ist wirklich so individuell. Es können, wie gesagt, Verstorbene sein, die dann plötzlich neben dir oder neben mir stehen, die etwas mitteilen wollen. Und ich hatte sehr oft auch Verstorbene, die etwas in der Hand hatten, wovon ich keine Ahnung haben kann. Und ich gebe das so weiter und die Person sagt, ah, das hat der immer gehabt. Oder ja, solche Sachen. Oder dass man Schnüre sieht. Ich sehe dann Schnüre, die mit jemand anderem in Verbundenheit stehen, wobei in dem Moment dann vielleicht gar nicht wichtig ist, wer sitzt an der anderen Seite, sondern dass wir sie durchtrennen und in Licht und Liebe zurücksenden. Weil bei mir in dieser Arbeit, es geht immer um die Versöhnung. Es geht wirklich immer darum, dass man diesen Groll transformiert in die Liebe, in das Verständnis im Herzen und aus dieser Liebe Heilung für sich selbst empfindet und somit auch das für das Kollektiv wieder freisetzt. Das heißt, jede Lesung beinhaltet auch eine Heilung für das Kollektiv, weil wir es so aussenden. Und das erfüllt mich halt unheimlich. Das ist so wunderbar. Mit jedem Heilungsprozess fühle ich mich auch heiler, weil auch das bin ich. Liebe Miriam, danke für deine Worte, für dein Sein, du wunderbare Seele. Lass uns weiter in Selbstliebe baden und wie schön, dass es solche Menschen wie dich gibt. Dankeschön. Ich danke dir und vor allen Dingen als Abschluss, ich bin immer nur die Erinnerung, was in dir drinnen besteht. Wow. So eine schöne Natur mit eurem Schnee hier. Ja. Zauberhafte Winterlandschaft. Ja, Martin, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für uns.
Sehr gerne. und dass du in unserer Webserie mitwirkst. Eine große Freude für mich. Ich würde so gern mit dir über das Thema sprechen, die Kraft der Gedanken. Ja, sehr gern. Martin, erzähl uns doch von deinen schamanischen Ausbildungen. Ja, gerne. Meine schamanischen Ausbildungen begannen ungefähr Mitte der 90er Jahre, so 1994, 95. Mein erster Kontakt war mit den Lakotas und ich habe bei denen eine Schwitzhütte mitfeiern dürfen. Und das war so der Beginn. Ich habe dann im Laufe der Jahre immer wieder neue Lehrer kennengelernt. Sehr wichtige Menschen für mich, die mich sehr kraftvoll unterstützt haben und vorwärts gebracht haben auf dem Lebensweg. Und was für mich das Entscheidende war, immer wieder in die Einsamkeit zurückzugehen und mit diesen Schamanen überall auf der Erde gemeinsam Wochen und Monate ganz allein draußen in der Natur zu verbringen. Und sie zu beobachten. Diese Teachings laufen nicht so ab wie bei uns hier, dass man sich in einen Hörsaal setzt und man bekommt die Informationen, sondern da ist man wirklich gefordert, die Leute zu beobachten und durch das Beobachten zu lernen. Das ist finde ich, eine ganz andere Art des Lernens und eine sehr tiefe Art des Lernens. Der Name hat auch so eine große Bedeutung bei den Schamanen. Wie ist dein Name? Der Name hat grundsätzlich bei den Naturvölkern eine große Bedeutung, weil es ist eine bestimmte Frequenz, es ist mit der Aufgabe verknüpft, die jeder Mensch mit sich bringt. Und bei den Naturvölkern ist es so, wenn ein Kind geboren wird, dann nimmt der Schamane dieses Kind, bringt es hinaus in die Natur, stellt es der Natur vor als Teil des Stammes, der Familie. Und dann bekommt dieses Kind auch den entsprechenden Namen von den Wesenheiten, von der Natur, vom Wind, vom Wasser. Und der Schamane gibt dann diesem Kind diesen Namen. Bei meinem Namen ist es so, ich habe den Namen 2009 bekommen bei einer Initiation. Und der Name Bulbo hat zwei unterschiedliche Bedeutungen. Die erste Bedeutung des Namens ist es, mit diesem starken Bogen, den die Indianer zum Jagen verwenden, und gelb gefiederten Pfeilen die Dämonen der Menschen zu jagen, ihre Ängste, ihre Zweifel, die Unsicherheiten. Und das ist die erste große Bedeutung dieses Namens. Wenn wir über das Thema sprechen, die Kraft der Gedanken, wie gehst du damit um? In der Naturspiritualität ist es sehr wichtig, dass wir alles so bewusst wie möglich machen. Das heißt, wir beobachten unsere Gedanken, wir beobachten die Wörter, die wir sprechen, die Sätze, und wir beobachten unsere Handlungen. Und deshalb ist es sehr wichtig aus meiner Sicht, dass wir uns mit den Gedanken, die ja dann die Welt auch erschaffen um uns herum und die unser Leben dann auch kreieren, dass wir mit diesen Gedanken sehr bewusst umgehen. Und ein guter Weg für mich und ein erfolgreicher Weg für mich ist das bewusste Handeln, das makellose Handeln, so nennen es die Schamanen. Und das ist für mich eine sehr gute Übungsform, auch mit den Gedanken bewusst umzugehen und damit auch die Leichtigkeit unseres Daseins zu schaffen. Jetzt sind wir inmitten dieser schönen Natur. Jetzt habe ich so einen starken Bogen hier stehen. Würdest du denn bereit sein, mit mir vielleicht so eine Übung zu machen oder mir so ein bisschen was an die Hand zu geben, dass ich die Kraft der Gedanken jetzt klären kann? Ja, gerne. Ja? Okay. Dieses bewusste Handeln, dieses makellose Handeln ist eine Vorgehensweise, die auch überall auf der Erde praktiziert wird. Und dieses bewusste Handeln, dieses makellose Handeln, das wird von vielen Menschen als ein Spiel genommen. Und das sieht folgendermaßen aus. Dieses bewusste Handeln besteht aus 4 einzelnen Teilen. Der erste Teil ist, dass diese Handlung bewusst begonnen wird. Dann wird diese Handlung bewusst ausgeführt. Sie wird bewusst abgeschlossen. Und das Schöne am bewussten Handeln ist, ich kenne bereits das Ergebnis. Und wir können das gerne machen. Ja? Du stellst dir jetzt einfach mal vor, du hast einen sehr großen Durst bei dir. Ja? Und diesen Durst möchtest du stillen. Das heißt, du nimmst dir ein bisschen Schnee. Und das ist der Beginn dieser bewussten Handlung. Wenn du jetzt deinen Durst stillen möchtest, dann nimmst du ein bisschen Schnee in den Mund. Spürst, wie es zerfließt im Mund und kannst dann dieses Wasser schlucken. Das heißt, du hast es jetzt bewusst ausgeführt und jetzt schließt du diese Handlung bewusst ab und sagst vielen Dank an den Schnee,
Mehr brauche ich nicht, den Rest gebe ich zurück. Und du kennst das Ergebnis, dein Durst ist gestillt. So einfach ist es. So einfach ist es. Ja, dieses Bewusstsein ist es. Das ist wirklich so der Schlüssel davon. Ja. Vielen Dank auch für diese einfache Darstellung. Sehr gern. Martin, wie würdest du jetzt sagen, diese Ängste, die du besprochen hast, ist ja auch ein ganz großer Teil, warum wir diese negativen Gedanken haben. Ja. Wie bekämpfen wir denn diese, du hast es Dämonen gesagt? Wir unterscheiden in der Naturspiritualität nicht gut oder böse. Ja? Wir unterscheiden über etwas, was uns Heilung bringt, was uns ins Gleichgewicht zurückbringt und was uns aus dem Gleichgewicht herausbringt. Aber jede Handlung, die wir ausführen, die uns aus dem Gleichgewicht bringt, ist nicht irreversibel. Wir können das wieder korrigieren und können das wieder ins Gleichgewicht zurückbringen. Und deshalb ist es für mich und auch die Aufgabe, die ich habe, dieses Jagen der Dämonen, sehr wichtig, dass die Menschen erkennen, das hat nichts mit einer Assoziation von gut oder böse, von richtig oder falsch oder so etwas zu tun, sondern es ist eine Aufgabe, die uns gestellt ist, mit unseren Ängsten tatsächlich auch in Berührung zu kommen, diese Menschen dazu zu bewegen, ihre Ängste zu akzeptieren und anzunehmen, sie buchstäblich an unseren Tisch einzuladen. Denn sie sind ein Teil unseres menschlichen Daseins. Und erst wenn diese Ängste an unserer Tafel Platz genommen haben, dann sind wir ganz. Und in dieser Ganzheit können wir dann unseren Weg gehen. Wow. Wenn wir uns jetzt das neue Jahr, das ja jetzt so begonnen hat, anschauen, würdest du noch was nach draußen bringen wollen zu deiner Arbeit oder für die draußen irgendeine Message? Sehr gerne. Es ist so, dass viele Menschen immer davon ausgehen, dass nach dieser besonderen Zeit, nach dieser Corona-Zeit, wenn ich es so nennen darf, sich alles wieder in die Normalität zurückbewegt. Ich sehe das etwas anders und meine Schmetterlinge haben auch mir eine Nachricht zukommen lassen, die besagt, dass sich eine Normalität, wie wir es uns wünschen oder wie wir es uns erhoffen, so nicht mehr eintreten wird. Es geht einfach darum, dass wir uns dieser Zeit anpassen, dass wir es so akzeptieren, wie es ist und das Beste daraus machen. Jeder Einzelne. Und das ist die Art und Weise, wie wir die Potenziale auch nutzen, die uns jetzt zur Verfügung gestellt werden. Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast, für deine tolle Nachricht da draußen. Ich wünsche mir, dass viele Menschen zu dir kommen oder auch diese Spiritualität aus der Natur aufsuchen. Ja. Ich kann es nur empfehlen und ja, herzlichen Dank. Ich danke dir. Namaste. Liebe Karin, wie schön, dass wir heute zusammen sind und über das Thema die Kraft der Gedanken sprechen können. Ich danke als allererstes für die Einladung und ich habe mich unendlich auf diesen Termin gefreut. Denn die Kraft der Gedanken ist ein allumfassendes Thema. Ich möchte so weit gehen und sagen, es ist die Basis. Es ist die Basis für ein gutes Leben. Denn wenn die Menschen verinnerlichen, dass sie mit der Kraft der Gedanken ein ganz heiliges Werkzeug in den Händen halten, beziehungsweise in ihrem Kopf halten, wenn sie das verinnerlichen, ist es ganz einfach, das Leben zum Guten zu wenden. Und wenn wir uns das Wesen der Gedanken einmal anschauen, die Quantenphysik beschreibt es schon, alles ist Schwingung. Und auch die Gedanken sind Schwingungen. Sie verlassen das System des Menschen und gehen hinaus. Und wenn wir uns vorstellen, gute Gedanken sind zum Beispiel rote, grüne, gelbe Luftballons, weiße, wunderschön glitzernde, bunte. Diese Gedanken gehen in den Himmel. Und traurige Gedanken sind schwarze, graue Luftballons, sind schwer und gehen schwerer so in den Himmel.
Und Wissenschaftler haben festgestellt, dass der Mensch im Schnitt 60.000 Gedanken am Tag denkt. Davon sind lediglich 3% die richtig bunten Luftballons, sprich gute Gedanken, die gesundheitsfördernd sind, die visionär sind, die die Welt zum Guten verändern können, die die Gesundheit in den Menschen hineinbringt. Und die anderen 97%, 1/3 sind richtige Angstgedanken. Das sind die schwarzen, schweren Luftballons, die so da hinausschweben. Und die anderen 2/3, diese sind flüchtige Gedanken, sind jedoch auch nicht ohne Wirkung. So, und wenn wir uns jetzt das anschauen, 3% bunte Luftballons und 97% grau und schwarze Luftballons, das ist das sogenannte Informationsfeld eines Menschen. Und dann kann der Mensch, wenn er in sein Leben schaut, sieht er, okay, wie ist denn jetzt mein Leben? Schwer. Vielleicht ist der Mensch krank. Das sind die Resultate des schwarzen Luftballons. Das ist, wenn der Mensch traurige Gedanken hat, geht das auf das Gemüt. Traurige Gedanken gehen auf die Gefühlsebene und drücken den Menschen runter, machen ihn klein, machen ihn starr und der Mensch kann gar nicht richtig sich bewegen. Die freudvollen Gedanken, die lebensfrohen Gedanken, die aufbauenden Gedanken, die bringen gute Laune, die bringen Schaffenskraft und sind das Werkzeug, und das ist ganz einfach, ein gutes Leben sich zu gestalten. Mach dir die Welt so, wie sie dir gefällt. Ist ganz einfach. Und diese Gedanken machen wir jetzt sichtbar. Gerade das, was du gesagt hast, mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Ja. Das ist ja das Schöne, auch wie du das jetzt visualisiert hast für uns, mit den schönen bunten Luftballons und den schwarzen Luftballons. Diese Übungen, die du jetzt zeigst, Ja. sind das Übungen, die man täglich machen kann? Oder wie stellst du dir das vor? Es ist im Prinzip ganz einfach. Wenn die lieben Menschen sich verinnerlichen, welche Kraft in den Gedanken liegt, braucht man die Übung bloß selbst einmal zu machen. Und dann macht es hier Klick, hier oben auch. Und dann achtet der Mensch darauf, gute, kreative, kraftvolle, schöpfungsbringende Gedanken zu denken. Irgendwann findet der Mensch gar keinen Gefallen mehr daran, irgendwelchen Blödsinn zu denken, über die Nachbarn oder über Dinge zu kritisieren, die ihm missfallen. Es macht keine Freude mehr. Die Entwicklung geht genau wie beim Laufen lernen, wie beim Autofahren dahin, zu sagen, wow, ich will kreativ denken und natürlich durch kreative Gedanken mein Leben mir so gestalten, wie ich es möchte. Denn wir haben den freien Willen. Wie siehst du es denn? Wir kreieren uns die Welt, wie sie uns gefällt. Wie wichtig ist es denn fürs Kollektiv? Wenn ich jetzt gut denke, du gut denkst, wie wichtig ist es für alle? Es ist wie ein Flächenbrand. Einer fängt an und steckt den anderen durch die gute Laune, durch die Kreativität. Ja, es verbreitet sich und wir hätten ganz schnell als erstes die Selbstliebe in uns, damit den Frieden, und dann breitet es sich im Kollektiv aus. Denn dann hat das ganze Kollektiv immer mehr diese farbigen Luftballons, sprich die guten, kraftvollen, lichtvollen Gedanken. Und der Mensch schwingt höher, somit heilt Mutter Erde, weil wir so mit ihr verbunden sind und der Mensch heilt. Und das ist das, was sich alle Menschen hier auf Erden von Herzen wünschen. Oh, das ist so schön erklärt. Ich danke dir. Ich bin so gespannt, welche Übungen wir jetzt zusammen machen. Jetzt ganz einfach. Liebe Diana, wir machen jetzt etwas ganz Einfaches. Ich trage hier in meinen Händen ganz locker einfache Kupferstäbe aus dem Baumarkt. Die sind abgewickelt und ich halte sie ganz, ganz normal. Ich mache nichts. Sie können rund laufen in meinen Händen. Und jetzt bitte ich dich, einfach mal so wie du bist, ja, so schön, durchzuatmen. Und ich sag dir im Nachhinein, was ich dann in der Stille jetzt gemacht habe. Ja, schau. Und jetzt kreuze ich, müsste im Prinzip ein Stück schon zurückgehen.
Und jetzt kreuzen sich diese Stäbe. Ja. Diese Kreuzung bedeutet, das ist deine Ausstrahlung, deine ganz natürliche Ausstrahlung, so wie du da stehst. Und jetzt bitte ich dich, einfach mal an etwas zu denken, wo du dich nicht so gut gefühlt hast. Muss nichts Schlimmes sein. Nur einfach mal die Wirkweise des unguten und des unzufriedenen Gedanken auf dein System darzustellen. Und wenn du es hast, dann sagst du es mir. Ich hab's. Mhm. Und jetzt sehen wir, die Stäbe kreuzen sich und dein System hat sich zusammengezogen. Das ist genau das, wenn wir in der Angst sind, werden wir eng, sind nicht mehr handlungsfähig, das System ist nicht mehr im Fluss. Und jetzt bitte ich dich, an etwas ganz, ganz Schönes zu denken. Wenn du sagst, dann sagst du mir das. Ich hab's. Hoppala. Also, ich müsste jetzt im Prinzip durch die Wand gehen. Du siehst selbst. Und anhand dessen, wie sich jetzt diese Stäbe kreuzen, die bewegen sich ja frei in meinen Händen, zeigt das, wie dein System sich ausdehnt. Und diese simple Darstellung zeigt uns, wie Gedanken kraftvoll sind, wie Gedanken wirken in unserem System. Denn die Gedanken, die wir in uns tragen, sind nicht sichtbar nach außen, jedoch fühlbar in unserem System. Wie jetzt bei dir so schön zu sehen war, und ich danke dir dafür unendlich, weil das ist so wichtig, dass wir das verinnerlichen können. Wie sehen denn jetzt die praktischen Tipps aus, die wir anwenden können? Ich hatte in der Praxis ein wunderschönes, herzberührendes Erlebnis. Eine Mama, die in anderen Umständen ist, erzählte mir, dass das Kindchen Steißlager hat. Und sie war sehr in Sorge. Und dann habe ich gesagt, Schatz, nimm deine segnenden Hände und leg sie auf den Bauch. Und geh in ein ganz gutes Gefühl. Und sag deinem Baby, dass das Köpfchen nach unten gehört. Dass es damit leicht den Weg auf die Erde passieren kann. Und stell dir vor, wie das Köpfchen sich dreht und wie alles gut geht. Am nächsten Tag hatte sie einen Termin bei der Hebamme und das Köpfchen lag genau richtig, wie es sich gehört. Kraft der Gedanken, gepaart mit Liebe, und es geschieht. Schön. Und die Kraft der Gedanken kann man noch anders ganz bildlich darstellen. Und diese Raupe kommt aus der Schweiz, die habe ich geschenkt bekommen, so süß. Wir erinnern uns an die dunklen, schweren Ballons. Analog dazu die Raupe. Die Raupe kraucht auf dem Boden, knabbert hier, knabbert da ein Blättchen und ist schon mühselig. Es hat nicht den Übersicht. Und analog dazu entspricht das den Menschen, die so traurig sind, die krank sind. Und wir haben diese Kraft der Heilung in uns. Und wenn wir die Gedanken gut strukturieren in Luftballons, die rot, grün, gelb sind, passiert Folgendes. Jetzt sind wir in der Transformation. Stück für Stück, das geht auch nicht mit einem Tag. Das ist genau wie das Laufen lernen. Und jetzt wird aus der Raupe ein Schmetterling. Und das ist unsere wahre Bestimmung. Zu schauen, ja, leichte Gedanken, schöpferische Gedanken. Und genau das ist mit der Macht der Gedanken, mit der Kraft möglich. Denn die guten Gedanken geben ein gutes Gefühl und wir erschaffen eine gute Welt in uns, um uns herum. Yay. Und um uns herum. Liebe Karin, wie schön und wie dankbar ich dir bin, dass du das so schön dargestellt hast. Und ich danke dir für dein Licht, das du gebracht hast. Und von Herzen
Lass uns die Welt kreieren, wie sie uns gefällt. Genau. Und ich danke von tiefstem Herzen, liebe Diana, für diesen wundervollen Termin, für deine Liebe, dein Licht, deine wundervolle Art, die Befragung durchzuführen. Und das ganze Team ist so schön. Allerherzlichsten Dank. Namaste. Ich danke aus tiefstem Herzen. What is the message from this web series? It's a journey that yourself, everyone, goes through, and it's connecting again with Source and becoming one with the universe. Und dann haben wir irgendwie so aus der Laune heraus gesagt, lass uns doch eine ganze Serie drehen. Und siehe da, die Zahl 7, was uns ja wieder wichtig war, ist mit beinhaltet. Und wir haben 7 Folgen, die 21 Minuten lang sind. Und wir hoffen, dass die euch da draußen gefallen, genauso gut wie uns. Der Anfang war sensationell, das war alles so aufregend. Und dann den Part Universum, ja, wo wir da wirklich live vor Ort waren und dort gesessen sind, über eine Stunde. Jeder, der sich da auskennt mit Timelapse, der weiß, was das bedeutet. Stillzustehen, da ist uns echt, obwohl wir meditieren, obwohl wir Yoga machen, es ist alles abgefault, ja. Und es war so toll. Und dieser Moment, wo wir im Wald alle die Tiere waren echt direkt neben uns, wir mussten ja die Augen zumachen. Oder auch in dem wunderbaren Rotenburg, ja, wo du in der Menschenmenge stehst. Wie irre ist das eigentlich? Und die Leute laufen an dir vorbei, du machst die Augen zu und du hörst die Kommentare und du tauchst tief ein. Und da hat uns einfach auch diese Meditation, die wir immer machen, geholfen und das Yoga an sich. Und ja, auch das Vertrauen immer zum Universum zu sagen, bitte führ uns und sag uns den Weg. Und es waren so viele tolle Sachen und teilweise wirklich, wenn es dann aus den USA zurückkam und wir haben uns das angeschaut, wir saßen da und haben geweint, weil wir so gerührt waren, wie das alles miteinander harmoniert. Das eine geht nicht ohne den anderen, also es war alles sensationell und ja, ich bin dankbar, das war alles so schön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, das ist toll. Die feindschaftliche Energie ist überall. Wir müssen uns daran nur bedienen. Ich fand es einfach nur fantastisch. Es wäre nicht gegangen, wenn ich nicht ein absolutes Vertrauen zu Phil hätte. Ich glaube nicht, dass alles entstanden wäre, diese Arbeit, auch die Vorarbeit, die hinter und vor der Kamera passiert, hätte ich nicht mir mit jemand anderem vorstellen können. Es ist ein Prozess und es ist ein tiefes Vertrauen und es ist natürlich auch das Verständnis, das Phil dafür hat, für diese Spiritualität. Ich glaube nicht, dass ich jetzt mit einem Kameramann arbeiten könnte, der mit Spiritualität nichts am Hut hätte oder nichts im Sinn hätte. So working together with Diana is a beautiful experience. She always has a clear vision of what she wants. She came to me with the idea. She had, for each chakra, she wrote down like a little intro. And then we always, you know, she called me and she read each intro to me and she said, Phil, close your eyes, you know, dive deep into what I'm gonna read to you, just feel out if it's how it feels, you know. And that's what I did, you know, I closed my eyes and I just felt the message, you know, that she wrote down. Working with her on set, you know, she's always full of energy and I like bouncing ideas, you know, while we were filming, I had some ideas, she had some ideas, and we just kept trying, you know, different things, and it's the perfect harmony that we both have, and I really love working with her. Ja, dass wir Menschen mit reinnehmen, Interviewpartner, das kommt natürlich auch durch unsere Arbeit. Ich bin Moderatorin, Phil ist Kameramann, wir arbeiten zusammen und wir haben es kam einfach vom Universum, sagen wir es mal so, durch die Elke, die ich wirklich seit Jahren kenne, mit ihr arbeite und schätzen gelernt habe. Ihr könnt es selber sehen und ihr habt es jetzt angeschaut, wie das auf euch wirkt. Und es sind so viele Lichtarbeiter draußen, die so viel Wunderbares tun. Und es war uns einfach wichtig, das mit reinzubringen, weil es ist ja jetzt nicht nur, dass
ich Yogalehrerin bin und dass der Feld in der Meditation ganz weit ist, sondern so viele Lichtmenschen, die da draußen sind. Und es gibt noch so viele mehr und es gibt noch so viele Themen mehr, die wir besprechen können. What's up, everybody? Welcome to the set from A Spiritual Journey. Let me show you a quick behind the scenes. Check it out. Ooh. How much time did we put into this web series? I can say a lot of time, especially Kenny. Kenny gets the final video from us and he has to sit down and create the soundtrack from scratch. He does everything by himself, the sound design, the music and everything. Just the same way we go out and we shoot. And then when we're done shooting, I go into the editing. And I've been a cameraman for a long time and I love editing also. I love being behind the camera. I love being in front of the camera. I love being in the editing bay. So this whole process that I learned over the years is so beautiful, and it's amazing when you have the passion that comes from deep inside of your heart and you love what you're doing, then it's not work for you, it's the passion. I always wanted to do something that I can give to the collective because I wanted to share my experience, and I have the opportunity as a cameraman to create beautiful pictures with people that also, want to be a part of my journey. And then I met Diana, and she came to me at the right time. I always wanted to create a movie, web series.